Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Heute werden wir über einen Mann sprechen, der die Welt verändert hat. Sein Name war Nikola Tesla. Wusstet ihr, dass Tesla allein in einem kleinen Hotelzimmer starb, aber seine Ideen Millionen von Haushalten mit Strom versorgten? Oder dass er einmal mit Thomas Edison zusammenarbeitete, sie aber später zu Feinden wurden? Das ist die Geschichte eines Genies, das davon träumte, allen Menschen kostenlose Energie zu geben. Wenn ihr solche Geschichten mögt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Lasst uns anfangen. Es war eine dunkle Sommernacht im Jahr 1856 in einem kleinen Dorf in Kroatien. Eine Frau war dabei, ihr 4. Kind zur Welt zu bringen. Draußen tobte ein schrecklicher Sturm. Blitze erhellten den Himmel, Donner ließ die Wände erzittern. Die Hebamme sah die Mutter an und sagte: »Dieses Kind wird ein Kind der Dunkelheit sein.« Aber die Mutter lächelte und antwortete: »Nein, es wird ein Kind des Lichts sein.« Dieses Baby war Nikola Tesla. Tesla wuchs in einer einfachen Familie auf. Sein Vater war Priester. Seine Mutter war eine sehr kluge Frau. Sie konnte weder lesen noch schreiben, aber sie erfand viele kleine Werkzeuge für den Haushalt. Sie stellte besondere Küchenutensilien mit ihren eigenen Händen her. Tesla beobachtete seine Mutter sehr gerne bei der Arbeit. Von ihr lernte er zu denken und zu erschaffen. Als Tesla noch ein kleiner Junge war, geschah etwas sehr Schlimmes. Sein älterer Bruder starb bei einem Unfall. Tesla war sehr traurig. Er gab sich selbst die Schuld. Er dachte, es sei seine eigene Schuld gewesen. Diese Traurigkeit verließ ihn sein ganzes Leben lang nicht. Aber er nutzte diesen Schmerz, um noch härter zu arbeiten. Er begann, sich Maschinen in seinem Kopf vorzustellen. Er konnte jedes Teil, jedes Detail sehen. Er brauchte kein Papier. Sein Geist war seine Werkstatt. Tesla war auch ein etwas seltsames Kind. Er sah helle Lichtblitze, die andere nicht sehen konnten. Er sah Dinge, die andere nicht sehen konnten. Manchmal konnte er nicht unterscheiden, was real war und was nur in seiner Vorstellung existierte. Aber diese Visionen halfen ihm später. Sie halfen ihm, Ideen zu sehen, die niemand sonst sehen konnte. Als Tesla 17 Jahre alt war, erkrankte er an einer schweren Krankheit namens Cholera und wäre beinahe gestorben. Er war 9 Monate lang krank. Die Ärzte sagten, er würde nicht überleben. Sein Vater kam an sein Bett und fragte: »Was wünschst du dir, mein Sohn?« Tesla sagte: »Ich möchte Ingenieurwesen studieren. Lass mich zur Universität gehen, dann werde ich gesund.« Sein Vater stimmte zu. Und Tesla wurde tatsächlich gesund. Es war ein kalter Herbsttag im Jahr 1875 in der Stadt Graz in Österreich. Tesla war nun ein Universitätsstudent. Er arbeitete Tag und Nacht. Er las jeden Tag 20 Stunden lang Bücher. Er schlief nur 2 Stunden. Seine Lehrer machten sich Sorgen um ihn. »Wenn du so weitermachst, wirst du sterben«, sagten sie. Aber Tesla konnte nicht aufhören. Er war regelrecht hungrig nach Wissen. Eines Tages brachte ein Lehrer eine neue Maschine in den Unterricht. Sie wurde Gleichstrommotor genannt. Die Maschine hatte Bürsten, die Funken erzeugten. Der Lehrer sagte, das sei normal. Aber Tesla stand auf und sagte: »Das ist nicht gut. Es muss einen besseren Weg geben. Wir können einen Motor ohne Bürsten bauen.« Der Lehrer lachte ihn aus. Die anderen Schüler lachten auch. Der Lehrer sagte: »Junger Mann, das ist unmöglich. Das wirst du niemals schaffen.« Aber Tesla vergaß diese Worte nicht. Er beschloss, allen zu beweisen, dass sie sich irrten. Jahrelang dachte er über dieses Problem nach. Wie können wir Elektrizität besser machen? Wie können wir Energie über große Entfernungen übertragen? Gleichstrom war schwach. Er funktionierte nur über kurze Distanzen. Thomas Edison verwendete Gleichstrom, aber er hatte viele Probleme. Dann geschah eines Tages etwas Unglaubliches. Es war Februar 1882 in Budapest. Tesla ging mit einem Freund im Park spazieren. Die Sonne ging unter. Er sprach über ein Gedicht, das er liebte. Plötzlich blieb er stehen. Seine Augen wurden groß. Er sah etwas in seinem Geist. Er hatte die Antwort gefunden. Er sah einen Motor, der mit Wechselstrom arbeitete. Er konnte ihn klar vor sich sehen, wie er sich drehte, sich bewegte und perfekt funktionierte. Er nahm einen Stock und zeichnete den Entwurf in den Boden. Sein Freund verstand nicht viel, aber Tesla wusste, dass das die Zukunft war. Wechselstrom war anders als Gleichstrom. Er konnte über große Entfernungen übertragen werden. Er konnte ganze Städte mit Strom versorgen. Er war stärker, billiger und besser. Tesla hatte die Antwort gefunden. Jetzt musste er sie nur noch Wirklichkeit werden lassen. Es war ein Frühlingsmorgen im Jahr 1884. Tesla stand auf einem Schiff und blickte auf New York City. Er war 28 Jahre alt. Er war mit fast nichts nach Amerika gekommen.
Er hatte nur 4 Cent in der Tasche, ein Buch mit Gedichten und einen Brief. Dieser Brief war für einen der berühmtesten Erfinder Amerikas, Thomas Edison. Tesla ging in Edisons Labor und übergab ihm den Brief. Edison las ihn und sah Tesla an. Edison war ein praktischer Mann. Er glaubte nicht besonders an Theorien. Er probierte Dinge immer wieder aus, bis sie funktionierten. Tesla war anders. Er plante zuerst alles in seinem Kopf. Aber Edison erkannte, wie intelligent Tesla war und gab ihm einen Job. »Tesla, wenn du meine Gleichstrommaschinen reparierst, werde ich dir $50.000 zahlen«, sagte er. Tesla arbeitete Tag und Nacht. Er verbesserte Edisons Maschinen und machte sie effizienter. Nach einigen Monaten war er fertig. Er ging zu Edison und sagte: »Ich bin fertig. Kann ich bitte das Geld bekommen, das Sie mir versprochen haben?« Edison lachte und sagte: »Tesla, du verstehst den amerikanischen Humor nicht. Das war ein Witz.« Tesla war schockiert und sehr wütend. Ohne nachzudenken, kündigte er sofort. Dieses Ereignis war der Beginn eines großen Krieges zwischen 2 Männern, 2 Ideen und 2 verschiedenen Arten von Elektrizität. Es war nun das Jahr 1887. Tesla arbeitete allein. Er war arm. Er grub Gräben, um Geld zu verdienen. Aber er gab seinen Traum nicht auf. Dann traf er einen Geschäftsmann namens George Westinghouse. Westinghouse glaubte an Teslas Wechselstrom. Er gab ihm Geld und Unterstützung. Und jetzt begann der eigentliche Kampf. Edison hatte Angst vor dem Wechselstrom. Eigentlich wusste er, dass er besser war als sein eigener Gleichstrom, aber er hatte zu viel Geld in sein System investiert. Er konnte jetzt nicht mehr zurück. Deshalb startete Edison eine schlimme Kampagne gegen Tesla und Westinghouse. Er erzählte den Zeitungen, dass Wechselstrom gefährlich sei. Um die Menschen zu erschrecken, ließ er sogar Tiere bei öffentlichen Vorführungen mit Wechselstrom töten. Hunde, Katzen, Pferde. Sogar ein Elefant wurde getötet. Er wollte, dass die Menschen Angst vor Teslas Elektrizität haben. Aber Tesla kämpfte nicht mit Angst. Er kämpfte mit Wahrheit und Schönheit. Im Jahr 1893 fand eine große Ausstellung namens World's Columbian Exposition statt. Millionen von Menschen kamen, um die Zukunft zu sehen. Edison wollte die Ausstellung mit seinem System beleuchten, aber Tesla und Westinghouse gewannen den Auftrag. In der Eröffnungsnacht drückte Tesla einen Knopf und plötzlich gingen 100.000 Lichter an. Die Ausstellung wurde hell wie der Tag. Die Menschen hatten so etwas noch nie gesehen. Man nannte es die Stadt des Lichts. Und in diesem Moment hatte Tesla gewonnen. Aber der größte Sieg kam später. In der Nähe der Niagarafälle wollten die Menschen ein Kraftwerk bauen. Dieses Kraftwerk sollte die ganze Region mit Strom versorgen. Die Ingenieure stellten die Frage: Sollen wir Gleichstrom oder Wechselstrom verwenden? Nach jahrelangen Untersuchungen entschieden sie sich für Teslas System. 1896 begannen die Wechselstromgeneratoren an den Niagarafällen zu arbeiten. Der Strom erreichte die Stadt Buffalo, die mehr als 20 Meilen entfernt war. Das war wie ein Wunder. Und von diesem Moment an veränderte sich die Welt. Heute funktioniert fast die gesamte Elektrizität der Welt mit dem Wechselstromsystem von Nikola Tesla. Es war der Beginn des 20. Jahrhunderts. Tesla war nun berühmt. Er war reich. Er ging zu Partys mit den wichtigsten Menschen in New York, trug teure Kleidung und aß in den besten Restaurants. Aber er war immer noch ein seltsamer Mensch. Er heiratete nie. Er hatte Angst vor menschlichem Haar. Er zählte seine Schritte. Er aß sein Essen nur, wenn es genau abgemessen war. Er war allein. Immer allein. Aber er hörte nie auf zu erfinden. Er hatte neue Träume, größere Träume. Er wollte der ganzen Welt drahtlos und kostenlos Elektrizität geben. Er stellte sich einen Turm vor, der Energie durch die Luft und durch die Erde senden konnte. Im Jahr 1901 begann er, diesen Turm an einem Ort namens Wardenclyffe Tower auf Long Island zu bauen. Sein wichtigster Unterstützer war ein reicher Banker namens J.P. Morgan. Morgan gab Tesla am Anfang Geld. Aber als er verstand, dass Tesla Elektrizität kostenlos machen wollte, stellte er die Finanzierung ein. Morgan sagte: Wo bringen wir den Zähler an? Wenn Elektrizität kostenlos wäre, könnte niemand Geld verdienen. Auch andere Geschäftsleute schlossen sich Morgan an und hörten auf, Tesla zu unterstützen. Der Turm wurde nie fertiggestellt. Teslas größter Traum endete dort. Nach diesem Scheitern wurde Tesla immer einsamer. Trotzdem hörte er nicht auf, Ideen zu entwickeln. Er stellte sich Dinge wie Fernbedienung, Radar, Röntgenstrahlen und drahtlose Kommunikation vor. Viele seiner Ideen waren 50 Jahre ihrer Zeit voraus, aber niemand hörte ihm mehr zu. Die Menschen hielten ihn für verrückt. Er verlor sein Geld.
Er begann in Hotels zu leben, konnte aber die Rechnungen nicht bezahlen. Als die Schulden immer größer wurden, musste er von Hotel zu Hotel ziehen. Es war ein kalter Wintertag. New York City. Januar 1943. Tesla war nun 86 Jahre alt. Er lebte allein in einem kleinen Zimmer im New Yorker Hotel. Er hatte kein Geld, aber das Hotel ließ ihn aus Respekt kostenlos dort bleiben. Jeden Tag ging er in den Park und fütterte die Tauben. Er liebte Tauben mehr als Menschen. Er sagte, eine weiße Taube sei sein einziger Freund. Er erzählte, dass sie ihn liebte und er sie liebte. Am 7. Januar sagte Tesla dem Hotelpersonal, dass er nicht gestört werden wolle. 3 Tage später betrat eine Reinigungskraft das Zimmer und fand Tesla tot in seinem Bett. So, wie er sein Leben lang gelebt hatte. So verließ er es auch. Allein. Die Nachricht von seinem Tod verbreitete sich in der ganzen Welt. Tausende Menschen kamen zu seiner Beerdigung. Wichtige Wissenschaftler sprachen über sein Genie. Aber Nikola Tesla starb mit fast nichts. Er verließ diese Welt, ohne die Anerkennung zu bekommen, die er verdient hatte. Alle seine Notizen und Dokumente wurden von der Regierung beschlagnahmt. Einige davon sind bis heute geheim. Aber Teslas Traum starb nicht. Wenn du heute eine Lampe einschaltest, dein Handy benutzt oder deinen Computer auflädst, dann nutzt du eigentlich Ideen aus Teslas Geist. Die ganze Welt läuft mit seinem System. Jedes Kraftwerk, jeder Motor, jedes drahtlose Gerät trägt seine Spuren. In den letzten Jahren haben die Menschen begonnen, sich wieder an Tesla zu erinnern. Sogar ein Autohersteller trägt seinen Namen, Tesla Inc. Es gibt Filme und Bücher über sein Leben. Wissenschaftler und Ingenieure studieren seine Arbeit und sagen, dieser Mann war seiner Zeit mindestens 100 Jahre voraus. Teslas Leben lehrt uns etwas Wichtiges. Er war nicht perfekt. Er machte Fehler. Er war seltsam und einsam. Aber er hat nie aufgehört zu träumen. Er glaubte an eine bessere Zukunft. Und er arbeitete sein ganzes Leben daran, sie zu erschaffen. Er brachte der Welt Licht. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Schreibt mir auch in die Kommentare, welche Geschichte ihr im nächsten Video hören wollt.